Boyd. Well, finally, Jack. I've been dying to reach you these past 2 weeks, but I thought I should give you some time to recover your strength. How are you feeling? Better than ever, Mr. Sand. Touched by your concern. Well, I hope this doesn't sound too sentimental, Jack. But while you were laying in a coma, I thought about our last meeting many times. It was such a fascinating conversation. You said it yourself. You're a true hunter. No, Mr. Sand, it was you who said that. Was it? Well, it doesn't matter. What is important, Kendrick told me a lot about you, Jack. But I suddenly realized that he didn't give me the whole story. Why is it you only want half? What are you talking about? Well, why is it you only want to make half? Not a whole million, just half. Not 100,000, but 5. It's a very specific figure. How did you arrive at that number? Well, I was looking at a house a couple hours outside of Freeburg, down the river. I figured to buy it, move the family, and set everything up, I'd need right around 500,000. It's not my style to take more than I need. Ah. I must admit, Jack, I imagined all sorts of reasons, but none of them were close to the truth. Are you disappointed, Mr. Sand? No, not with you, Jack. Quite the contrary. I respect you even more. Well, I'm glad to hear that, Mr. Sand. And now if you'll excuse me, I have to go home and get some sleep. Of course, Jack. I just... Ach du Schande, ey. 21. September, Samstag, Tag 69. Und damit wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. 25-jährige Pamela Cox, jüngstes Mordopfer. Gerücht, Lieblingsstripperin des Bürgermeisters tot in seinem Haus gefunden. Ach ja, der Zoo erhält eine Giraffe. Auch wie nett. Und die Stadtverwaltung ist wieder unglücklich. Und das Polizeirevier? Glücklich. Super. Ach, das weiß ich nur, wenn ich einen Spitzel habe. Interessant. Oh, guten Morgen. Mr. Boyd, aus welchem Grund haben Sie heute diese Pressekonferenz einberufen? Dramatische Neuigkeiten. Wir erwarten eine Reihe von brutalen Morden in Freeburg und ich will jedem raten, so vorsichtig und aufmerksam wie möglich zu sein. Unseren Quellen nach sind bereits 2 Morde in der Stadt begangen worden, hinter denen ein Serienkiller mit Spitzname der Zahnarzt steckt. Warum warnen Sie die Öffentlichkeit erst so spät? Der Zahnarzt ist ein Teil einer Bundesermittlung und ich habe keine andere Wahl, als mit den schlauen Jungs in den schwarzen Anzügen zusammenzuarbeiten. Der Zahnarzt ist nur ein einzelner Mann. Kann die Polizei von Freeburg nicht einen verrückten Einzelgänger fassen? Wir sind bereit, Tag und Nacht zu arbeiten, um diesen Bastard zu erwischen. Glauben Sie, dass vor allem junge Frauen in Gefahr sind? Wir werden diesen Geisteskranken bald haben, aber solange er noch dort draußen ist, muss jeder aufmerksam sein. Haben Sie irgendwelche Hinweise auf die Identität des Mörders? Der Zahnarzt könnte jedermann sein. Über die Jahre hinweg haben die Bundesbehörden die verschiedensten Theorien aufgestellt, aber keine richtigen Hinweise finden können. Danke. Der war bestimmt in der Menge. Tag 70. Wir haben den 22. September, Sonntag. Bundesagenten suchen den Zahnarzt in Freeburg. Weitere Abstriche beim städtischen Straßenbau. Jack Boyd, wir werden den Zahnarzt bald fassen. Und, nicht feiern. Oh yeah, the work is definitely piling on. Truth is, if I didn't have Palmer helping me catch this psycho, I don't know what I'd do. Yeah. You know, when he got here, And the stuff the newspapers are saying, is it true? What are the newspapers saying? The girl who was killed. She filed a sexual harassment complaint against the mayor? What about the other victims? Were they harassed by the mayor too? Well, it's hard to say. Is it true? So far, the mayor's the only thing we have connecting the victims, but only one of them filed a complaint against him.
and she withdrew it a few days later. Someone must have pressured her, but it's hard to say anything for sure. But is it true? Do you think it's true? Well, let's just say it seems like it might be. What's the matter? The mayor raped me. Can you repeat that? The mayor of Freeburg, Stuart Rogers, he raped me. You heard me right. When did this happen? 4.5 years ago when I was just out of college. They gave a reception for us at City Hall. Rogers gave a speech, and there were a few other speakers, then dinner. I drank the champagne, it was hot out, the music was loud. I was feeling dizzy, so I went to take a breath in a quiet corner. I found a conference room, then a few minutes later the mayor came in with his guard. Rogers whispered something to the guard, and the guard left. I didn't have time to figure out what was going on. Rogers just walked up to me, grabbed me by the throat and squeezed, and then he began to rape me. This went on. It lasted about 10 minutes. Look, Lana, it would be very difficult to prove anything at this point, but You wouldn't have to prove anything. I have a videotape. A video? A recording from a surveillance camera, a cassette. The raping mayor, sitting in my closet next to Kramer versus Kramer. But how... 6 months after it happened, someone slipped the cassette under my door. This was the same time the city administrator, Mary Simmons, was dismissed. Quite a scandal, if you recall. I think that must have to do with it. Lana, don't worry about a thing. We'll use this tape and ambush the bastard. No, we're not going to do that. Lana, listen to me. You need It's been 4 years. Don't you think I've had time to think things through? I already decided I'm not pressing charges. Lana, whatever you've been thinking, I promise you, it would be better if No, it wouldn't be better. For the past few years, I've worked hard so that people would take me seriously, so they'd respect me as a professional. If I step forward now, I ruin all my efforts, my whole future, and I'll destroy my one chance to make this city better. I'll be a sympathy case, I'll be humiliated, and then I'll be attacked. And the one thing I won't ever get again is respect. Lana, you're talking about covering up a crime. I'm doing it because I know it's the right thing to do. Then you're a fool. Oh my God, I made a mistake. Just forget everything I said. Lana, Lana! Shit. Ach, Dick, das war doof. Shit! Heute sind ein paar Verwandte zu Besuch gekommen. Sie sind aus dem Ausland und wir haben uns tatsächlich noch nie gesehen. Ist mir egal. Hätten sie zu einer Zeit kommen sollen, wo du frei hast, Urlaub hast oder was auch immer. Stimmt, die haben gar keinen Urlaub, fällt mir mal ein. Beginnen wir den Tag. So, nehmen wir die hier. Back in Business. Die Angestellten teilen. Nice. Ich würde ihn gerne verhaften. Kann ich leider erst hoffentlich am nächsten Tag. Gibt auch nichts Neues hier. Tja. Nichts Neues überall. Ach, unwichtig dieser Fall. Einbruch im Ghetto. Mrs. Patterson behauptet, dass der Zahnarzt versuche, in ihre Wohnung einzubrechen. Ich höre ihn am Schloss bohren. Sie müssen sich beeilen. Ich glaube ja wohl. Ich glaube wohl eher nicht. So. Wird ja wohl nicht das sein, was die denkt. Das ist nicht der Zahnarzt. Verdächtige Person, Octopus Restaurant. Angetrunkener Gast des Restaurants hat eine große Ähnlichkeit zwischen dem Koch und dem Bild des Zahnarztes aus der Zeitung festgestellt.
Oh Gott, ernsthaft, jetzt kommen die hier mit so einem Scheiß. Die Leute sehen jetzt überall den Zahnarzt, glaube ich. Außerdem gibt es gar kein Bild vom Zahnarzt. Kann ich nicht einfach die Mafia um Hilfe fragen? Das wäre mal was. Die Polizei arbeitet mit der Mafia zusammen. In Mrs. Pattersons Tür sind keine Löcher zu finden. Es sind nur Nachbarn vor dem Haus, die Reparaturen durchführen. Hätte er denn damit gerechnet? Oh, Edward Herzig, Everyday Einkaufszentrum. Jack Boyd auf den Straßen tobt ein echter Krieg zwischen all dem Abschaum. Ein Krieg, den wir langsam verlieren. Ich habe beschlossen, meinen Waffenladen für gesetzesfürchtige Bürger zu öffnen, die sich vor Drogendealern und Pädophilen schützen wollen. Heute wird die große Eröffnung stattfinden und ich könnte sicher ein paar ihrer mutigen Leute brauchen, die Kunden anlocken, indem sie Flyer im Einkaufszentrum verteilen. Und ich will auch nicht in ihrer Schuld stehen. Ich werde ihren Jungs ein paar Spielzeuge geben, die sich in ihrem Job sicher als nützlich erweisen werden. Gemeinsam werden wir den Schmutz und Abschaum vor den Straßen verteidigen. Jensi und Zakrotzki. So. Ich hoffe mal, das war kein Fehler. Tatsächlich ähnelt der Koch dem flüchtigen Geisteskranken nicht im geringsten. Wer hätte denn damit gerechnet? Belästigung, The Last Picture, Showkino. Eine weinende Schülerin hat einen angsteinflößenden Mann gemeldet, mit einem Gesicht wie aus den Nachrichten, der sie während der Vorstellung an der Schulter berührt und etwas Beunruhigendes in einer unverständlichen Sprache gesagt habe. Ich warte erstmal hier, kommen ja gleich Leute zurück. Ach Gott, so viele Anrufe. Es war womöglich ein Fehler in der verdächtige Person. Johnsons, Jürgen und Katz Anwaltskanzlei. Ein Mann, der dem Zahnarzt ähnelt, kam zu einem Vorstellungsgespräch. Die verängstigte Sekretärin flüsterte am Telefon: Er grinst mich an, als wollte er mich umbringen. Er sieht genauso aus wie auf dem Foto in der Zeitung. Naja, cool, die beiden schicke ich mal hin. Und hier schicke ich Asano, Austin, Crimes hin. Es könnte auch eine sexuelle Sache sein oder so. Boss, das war ein echt seltsamer Job für einen Polizisten, aber so komisch das klingen mag, wir sind echt fertig und haben eine Menge geschafft. Außerdem hat uns Mr. Herzig ein paar echt nette Waffen gegeben. Danke für Ihren Job, Ihre Hilfe. Kein Problem. Versuchter Raub, Hotdog-Zelt. Ein Obdachloser versucht, einen Hotdog-Stand auszurauben. Oh, verdammt, gleich hier den Besten. Ich gleich den Besten hin. Mal diese Obdachlosen. Ich wette, dass das hier schief geht. Es war ein unschuldiger Jurastudent und falls er seltsam gelächelt hat, dann weil er wegen des Vorstellungsgesprächs nervös war. Der Mann war kein Serienmörder, sondern ein freundlicher Ausländer, der das Mädchen gebeten hat, während der Vorstellung leise zu sein. Ach so, okay. Dann geht's. Man muss ja trotzdem möglichst, es kann ja trotzdem sein, dass jemand die richtige Spur hat. Versuchter Raub, Hotdog-Zelt. Der Verkäufer sagte, dass der Obdachlose das Geld aus der Kasse gegriffen habe und dann schnell verschwunden sei. Ein Hotdog bestellen. Sehr gut. Das Obdachlosenheim in der Nähe besuchen. Tja, war wohl richtig. Der Hotdog, die wurde gefasst. Ansonsten nur Fehlanrufe anscheinend heute. Da hoffe ich mal, dass ich morgen die Dinger hier noch machen kann. Es ist erschreckend wenig los.
Ja, was unsichtliches Verhalten in der Öffentlichkeit im Friedhof. Der Friedhofswärter Harry Tipton berichtet, dass ein junges Pärchen zwischen ein paar älteren Grabsteinen Sex hat und widerliche Geräusche macht. Mr. Tipton traut sich nicht, sich ihnen zu nähern. Oh, das ist doch perfekt hier für die beiden. Die beiden gehören doch zusammen. War erstaunlich leise der Tag, wenn man so will. Unsittliche Verhalten in der Öffentlichkeit. Tatsächlich liegen zwischen den Grabsteinen junge Leute, die vollkommen nackt sind. Nicht bewegen, sie sind verhaftet, mit einer Betäubungswaffe auf die Verbrecher schießen. Laut Räuspern. Der junge Mann springt auf und ruft Polizei! Und ergreift dann die Flucht. Hinter dem jungen Mann herrennen, die Frau verhaften. Mit der Betäubungswaffe auf ihn schießen. Ja. Vor der Staatsgewalt rennt man nicht weg. Perfekt. Dann hätten wir auch das. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle können wir auch schon die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio.